Wie sieht es mit der Rente bei den europäischen Nachbarn aus? Wie hoch ist dort das Renteneintrittsalter? Und wie sieht es mit der Höhe der Renten aus? Diese Fragen werden immer wieder gestellt. Natürlich kann jeder im Internet recherchieren, aber es ist wirklich sehr zeitaufwendig. Ich habe für Sie recherchiert. Ein realistischer Vergleich der Renten, ja unter Berücksichtigung der Rentenbeiträge, der Beitragsjahre, Renteneintrittsalter und nachgelagerter Besteuerung der Renten, gestaltet sich aber als recht schwierig. Die Rentensysteme in Europa sind einfach zu unterschiedlich. Stellvertretend habe ich 14 Länder recherchiert und in Teil 1 und Teil 2 unterteilt. Ich bin Jutta Martin, Rentnerin, und versuche hier steuerliche Themen und aktuelle Änderungen hauptsächlich für Rentner verständlich näher zu bringen. Dazu veröffentliche ich regelmäßig neue Videos. Abonniert gerne den Kanal und drückt auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte unten in die Kommentare und sichern Sie sich auch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder auch die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Die Links dazu befinden sich unter diesem Video. Bitte legen Sie nicht jede Formulierung auf die Goldwaage, denn es gibt immer und überall Ausnahmen von der Regel. Die Rente in Deutschland wurde erst im Juli 2022 erhöht. Dennoch klagen viele Ruheständler ja über geringe monatliche Beträge. Doch wie sieht es im europäischen Vergleich aus? Erhalten Senioren in Deutschland mehr oder gar weniger als in den anderen Ländern? Den Vergleich zu anderen Ländern zu ziehen, ist dabei aber äußerst schwierig, da es wirklich überall unterschiedliche Systeme gibt. Also dann beginne ich erstmal, für Männer reicht das Renteneintrittsalter von 52 Jahren in der Türkei bis 67 Jahren in Norwegen und Island. Für Frauen liegt es in der Türkei bei 49 Jahren, während Norwegen und Island das höchste Renteneintrittsalter von 67 Jahren haben. Bisher galt in der Türkei ein Renteneintrittsalter von 58 für Frauen und 60 für Männer. Nach den neuen Regeln können schon mit 40er den Ruhestand genießen. Von den EU-Mitgliedstaaten haben Griechenland, Italien, Luxemburg und Slowenien mit 62 Jahren sowohl für Männer als auch für Frauen das niedrigste aktuelle Renteneintrittsalter. In Frankreich können Arbeitnehmer mit langer Berufslaufbahn die Rente schon mit 60 antreten, beziehungsweise mit 58 oder 59 Jahren, wenn sie sehr früh angefangen haben zu arbeiten, also mit 15, 16 oder 17 Jahren. Und auf diese Weise den geforderten Beitragszeitraum erreichen. Das sind 40 bis 41,5 Jahre. In Europa arbeitet niemand so lange wie die Portugiesen. Männer gehen erst mit 68,5 Jahren in Rente und Frauen mit 65,4 Jahren. Auch die Isländer arbeiten mit 68,1 Jahren vergleichsweise sehr lange. Von den EU-Mitgliedstaaten haben Griechenland, Italien, Luxemburg und Slowenien mit 62 Jahren sowohl für Männer als auch für Frauen das niedrigste aktuelle Renteneintrittsalter. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Beginnen wir mit Deutschland. Das Eintrittsalter für die abschlagfreie Rente wird stufenweise ja auf das 67. Lebensjahr angehoben. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Mit Abschlägen kann man mit 63 Jahren seinen Ruhestand antreten. Die Mindestversicherungszeit beträgt 5 Jahre. Eine garantierte Grundrente gibt es in Deutschland nicht. Dafür aber eine Grundsicherung im Alter und einen Grundrentenzuschlag. Für die Altersrente für langjährig Versicherte benötigen Sie 35 Versicherungsjahre. Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte sind es 45 Versicherungsjahre. Mit welchem Alter Sie in Rente gehen können, hängt von Ihrem Geburtsjahr ab.
Das Renteneintrittsalter wird seit 2012 stufenweise angepasst. Der durchschnittliche Zahlbetrag liegt für Altersrentner bei Männern 1.212 € und bei Frauen 737 € im Westen, und im Osten beträgt der Zahlbetrag, also die Nettorente, im Durchschnitt 1.292 € bei Männern und 1.082 € bei Frauen. Altersarmut ist in vielen Fällen vorprogrammiert. Frankreich. Frankreich hat ein sehr kompliziertes Rentensystem, das teilweise noch auf den Sonnenkönig Ludwig XIV. Zurückgeht. In Frankreich gibt es 42 Einzelrentensysteme, die von der jeweiligen Branche abhängig sind. Das frühestmögliche Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 62. Allerdings müssen bestimmte Wartezeiten erfüllt sein. Auch Beamte zahlen in Pensionskassen ein. Präsident Macron will ja das komplizierte System vereinfachen und auch zusammenführen, sowie das Renteneintrittsalter auf 64 anheben. Franzosen erhalten im Schnitt 1.389 € monatlich. Griechenland. Das allgemeine Mindestalter liegt bei 67 Jahren. Die Mindestversicherungsdauer beläuft sich auf 15 Jahre. Allgemeine Voraussetzungen für eine vollständige Rentenzahlung sind 40-jährige Versicherungsdauer und ein Mindestalter von 62 Jahren. Die Rente in Griechenland reicht vielen gerade zum Überleben. Die durchschnittliche Hauptrente betrug im Jahr 2021 gerade mal 747 € brutto. Island. Personen im Alter von mindestens 67 Jahren, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz zwischen ihrem 16. und 67. Lebensjahr mindestens 3 Kalenderjahre lang in Island haben Anspruch auf eine Volksrente. Diese Altersrente kann ab dem Alter von 67 Jahren bezogen werden. Die volle Grundrente beläuft sich auf 393.300 isländische Kronen pro Jahr, was 6,5% vom Durchschnittsverdienst entspricht. Das sind etwa 2.534 € im Jahr. Die Volksrente kann gekürzt werden, wenn Einkommen aus anderen Quellen bezogen wird, und sie wird ganz entzogen, wenn dieses Einkommen einen bestimmten Betrag übersteigt. In einem internationalen Ranking vor etwa einem Jahr belegt Islands Rentensystem den ersten Platz. Deutschland landet nur so im Mittelfeld. Nach den derzeitigen Vorschriften gehen Angestellte im öffentlichen Dienst bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten. Um die Personalprobleme im Gesundheitswesen zu lindern, denkt man über ein gesetzliches Rentenalter im Gesundheitswesen bis 75 Jahre nach. Es geht also um 5 weitere Berufsjahre. Zugleich ist aber auch vorgesehen, die Beschäftigung vor der Verlängerung einer Kompetenzbewertung zu unterziehen. Italien. Für die gesetzliche Altersrente müssen Sie ab dem 1. Januar 2019 neben einer Beitragszeit von mindestens 20 Jahren das Rentenalter von 67 Jahren erreicht haben. Das gilt bis 2026 und für alle Kategorien von Arbeitnehmern. In Italien gibt es auch eine vorgezogene Altersrente ab einer bestimmten Wartezeit. Die durchschnittliche Altersrente liegt bei 1.285 €. In Italien werden 13 Renten im Jahr gezahlt. Luxemburg. Die Regelaltersgrenze liegt in Luxemburg bei 65 Jahren. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie auch bereits mit 57 oder 60 Jahren eine vorgezogene Alterspension erhalten. Die monatliche Mindestpension für 40 Versicherungsjahre beträgt 1.985 €. Niederlande. In den Niederlanden gibt es eine gesetzliche Grundrente. Anspruch auf die volle Rente hat, wer mindestens 50 Jahre dort gelebt hat und auch gemeldet war. Für jedes fehlende Jahr werden 2% abgezogen. Die monatliche Rente beträgt
1.218 Euro ab 2021. Weiter geht's mit Teil 2 am Dienstag. Seien Sie gespannt.